Hang loose, liebe Leute, und herzlich willkommen zum neuen Video hier bei Erschaffenswert. Und da wollte ich euch mal berichten, wie das Hügelbeet so im zweiten Jahr hier funktioniert. Und eins, das kann ich schon mal vorwegnehmen, das Beet ist wirklich eins der effektivsten Beete, die ich in meinem Garten habe. Bepflanzt habe ich es unter anderem mit Starkzehrern, wie hier dem Palmkohl. Da hinten ist auch noch ein Rotkohl mit dabei. Und hier auf der anderen Seite, hier ist auch noch Zucchini mit dabei. Hier ernte ich auch schon seit circa 2 Monaten eigentlich täglich eine Zucchini. Jetzt wird es gerade ein bisschen langsamer, aber insgesamt habe ich, glaube ich, hier schon 50 Zucchinis vielleicht von dieser einen Pflanze hier geerntet. Und hier ist auch noch Weißkohl jetzt mit dabei, auch wieder ein Starkzehrer. Und hier gibt es tatsächlich auch nochmal einen Weißkohl und noch eine weitere Zucchini-Pflanze. Die wurde von den Schnecken bis jetzt eigentlich zurückgehalten und kommt jetzt erst richtig durch. Da bin ich mal gespannt, wie viel ich da noch ernte. Aber das eigentliche Highlight, das steht hier im Hintergrund. Das ist hier diese Johannisbeere und die möchte ich euch mal genauer zeigen. Und zwar habe ich die Johannisbeere hier, das ist eine rote Johannisbeere, letztes Jahr als Steckling, also ein kleines Stück abgeschnitten vom einjährigen Trieb und in die Erde gepflanzt. Und ja, das ist jetzt hier eigentlich schon ein ausgewachsener Strauch geworden, mehr oder weniger. Man sieht es hier, der Stamm, der hat jetzt hier schon einen Durchmesser von knapp 2, wenn nicht mehr Zentimeter. Und ja, den Strauch, den kann ich jetzt definitiv hier aus der Strauchschule, nenne ich es mal, entnehmen, beziehungsweise das mache ich dann im nächsten Frühjahr. Und der kann dann hier auf dem Gelände verteilt werden und wird da wohl recht gut überleben können. Was ja auch ganz schön ist, der Strauch, der ist jetzt schon so stark, dass er hier schon als Rankunterstützung quasi für eine Freilandtomate dient. Das war so nicht geplant, aber das ist eigentlich eine ganz schöne Zufallskombination. Ja, und die Tomatenpflanze, das ist ja eigentlich eher ein Versuch, ist ja auch ein Starkzehrer. Die wächst hier auch sehr gut. Hier kann ich mir auch eigentlich so jeden Tag eine Handvoll Zuckertrauben hier entnehmen und lecker essen. Und wie ihr vielleicht schon erkannt habt, wächst hier im Hintergrund sogar auch noch ein Apfelbaum. Und zwar ist das hier quasi eine Baumschule oder in dem Hügelbeet auf der Nordseite quasi ist hier eine Baumschule integriert. Und das funktioniert wirklich super gut. Die Bäume, die habe ich veredelt im April und direkt hier eingepflanzt. Ja, und man sieht, wie der Baum hier geschossen ist. Auch wie vital und saftig er eigentlich ist. Und das hat hier wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Das werde ich definitiv so auch weitermachen an anderen Stellen nochmal, wenn ich wieder Bäume veredel und pflanze. Dann ist das hier wirklich ein Ort, wo das Ganze super gut funktioniert. Ja, und hier unten am Fuße, hier habe ich letztes Jahr auch schon Erdbeeren gepflanzt. Eigentlich nur 2, 3 Pflanzen, die haben sich jetzt hier ganz gut vermehrt. Und da habe ich dieses Jahr auch schon wirklich leckere Erdbeeren geerntet. Die mögen ja auch einen etwas nährstoffreicheren Boden und haben hier auch genügend Sonne. Und die Früchte, die waren wirklich sehr süß und sehr groß. Und da freue ich mich jetzt natürlich drüber, dass hier von ganz alleine ja eigentlich noch mehr Pflanzen entstanden sind und ich hier nächstes Jahr dann gerade bei der Arbeit dann im Frühjahr hier beim Bepflanzen des Beetes oder der Vorbereitung ich dann auch hier die leckeren Erdbeeren naschen kann. Und eine Sache, die will ich euch auch nicht verschweigen. Also ich habe dieses Jahr 4 Hügelbeete bewirtschaftet und 100% der Hügelbeete sind quasi von Mäusen bewohnt. Also man kann das hier vielleicht ganz gut erkennen. Da ist das Loch und so viel man diese Löcher auch stopft, es kommen immer wieder Mäuse. Und ein weiterer Nachteil, diese Mauselöcher, die werden auch als Nachtquartier von den Nacktschnecken genutzt. Und das Gute ist, dass sie da dann rausgekrabbelt kommen und man sie dann beseitigen kann. Das Schlechte ist, sie haben direkt im Beet eigentlich eine Übernachtungsmöglichkeit. Also Mäuse ist definitiv ein Thema im Hügelbeet, da fühlen die sich besonders wohl. Nichtsdestotrotz ist dieses Hügelbeet dieses Jahr wieder der absolute Knaller.
und ich kann nur jedem empfehlen, auch mal ein Hügelbeet anzulegen und diese Erfahrung zu machen. Ich habe nicht gedüngt, nicht gegossen und jede Menge geerntet. Also, was will man mehr?